Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Ich bin gerade auf dem Weg in den Harz mit meiner kleinen Tochter zusammen. Und das Ganze wäre für euch wahrscheinlich völlig uninteressant, wenn ich nicht das hier dabei hätte. Und ganz, ganz viel Ausrüstung. Genau, denn wir gehen auf ein Bikepacking XL Abenteuer in den Harz. Matschi. Das ist schon ganz schön heftig jetzt. Aber hier kommen wir mit dem Rad definitiv nicht lang. Viel Spaß! Hi, hier ist Tillmann aus dem Off. Ja, ich musste Treppen hochschieben, was aber dank der Schiebehilfe ziemlich gut geklappt hat. Aber eine helfende Hand, die dann hinten so ein bisschen gedrückt hat, war trotzdem immer ganz gut. Vielen Dank. Frisch und lecker, frisch und lecker. So ist es hier in Goslar. Frisch angekommen gerade. Das Kind ist gerade versorgt mit ein bisschen Süßigkeiten. Und wir haben jetzt ein paar Tage im Harz, in denen wir 2 Campingplätze ansteuern wollen, weil wir, wie gesagt, zelten und auch das ein oder andere Abenteuer erleben wollen. Ich habe das ganze Jahr vor 3 Jahren mal schon mit der großen Tochter gemacht und das war damals eine riesen Gaudi. Wir hatten allerdings nur 2 Tage Zeit und waren im Hotel, das heißt, wir hatten deutlich weniger Gepäck. Ich habe ein paar Strecken geplant, mit Komoot natürlich, zum ersten Campingplatz, das sind jetzt 25 Kilometer. Wir haben es jetzt kurz nach 16 Uhr, wir sind später angekommen, als ich eigentlich wollte, aber ich denke, das wird trotzdem funktionieren. Strecke auswählen und los geht's. Genau, 24,23 Kilometer, 500 Höhenmeter, die wähle ich jetzt aus. Ja. Und dann ging es auch schon los. Immer schön bergauf, natürlich erstmal durch die Stadt durch, was ein bisschen nervig ist. Da ist immer ein bisschen viel Verkehr. Aber das Besondere ist, dass Goslar wirklich direkt am Harzrand liegt und es natürlich auch die ganze Zeit bergauf geht durch den Ort. Bis man merkt, es wird langsam ein bisschen natürlicher und dann geht es auch schon gleich auf den Schotter. Und das Besondere an diesem Weg ist, oder beziehungsweise an allen Wegen im Harz, dass auch die Wanderwege fürs Radfahren freigegeben sind, sofern man eben lieb zu Wandernden ist und auch zur Natur natürlich. Ich habe ja vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren den Fehler gemacht, gleich erstmal ein Stück zu fahren, das viel zu steil war. Das hier ist jetzt deutlich angenehmer gewesen, aber trotzdem eine Herausforderung, weil der Weg doch ziemlich ausgewaschen war. Und was auch sofort passiert ist, das Kind ist quasi direkt eingepennt. 8,2 Kilometer lang ist die Steigung vom Bahnhof bis zum höchsten Punkt quasi, mit einem Durchschnitt von 4,9%, 409 Höhenmeter. Aber die Wahrheit ist, der letzte Teil der Strecke war doch schon ziemlich steil mit einem Durchschnitt von 7,7% über 1,8 Kilometer. Also schon ein ganz guter Start, aber dafür waren die zweiten, wie viele Kilometer waren das? Die zweiten 16 Kilometer quasi flach, also schon sehr angenehm. Der erste Anstieg ist geschafft, 123 Höhenmeter. Damit schon ein guten Viertel des heutigen Tages. Und die Berge. Also immerhin Mittelgebirge, ne? Schön. Die Pollen. Höchster Punkt bisher. Schöne Steigung für Gravel-Bikes, also auch hervorragend geeignet hierfür mit viel Gepäck. Und das ist echt schön hier. Hier wurde echt viel abgeholzt, auch natürlich wieder. Genauso wie da hinten. Funktioniert bisher echt super. Wundervolles Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Wunderschöne Umgebung hier. Auch wenn die Bäume
Wenn viele Bäume tot sind, ist alles andere quicklebendig. Und hier auf solchen Wirtschaftswegen ist natürlich das Fahren super easy. Wenn auch doch recht steil. Also das war jetzt kräftig. Hat auch nicht an der Reichweite gezogen. Aber auf dem Campingplatz kann ich ja laden. Steht er, dann lädt er, ne? Und wenn es bergauf geht, geht es natürlich auch irgendwann wieder bergab. Hier richtig schön über diesen gut gepflasterten Weg. Und das Aurochs fährt sich selbst bei höheren Geschwindigkeiten auf der Straße richtig gut und hat natürlich dieses sonore Brummen der Reifen. Kurz hatte ich überlegt, da reinzufahren, aber dann doch lieber an der Straße weiter. Und nach einigen langweiligen Strecken ging es dann links ab, hier durch diesen Wald, richtig Single-Track-mäßig. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Was dann aber kam, war echt beeindruckend. Auf der einen Seite dann so schöne Waldtrails und dann auch diese Wege direkt an diesen Teichen entlang. Super tolle Ausblicke über die Natur, auf der anderen Seite dann aber auch irgendwelche schmalen Waldwege wieder. Und gerade mit der Kleinen vorne drauf auf dem Kids Ride Shotgun Sitz war das richtig cool, weil sie total viel sehen konnte, mitmachen konnte. Und wir hatten auch richtig Spaß hier mit diesen Matschepfützen. Das hat einfach mega viel Spaß gemacht mit ihr. Dieser Weg ist jetzt ziemlich cool, weil der ist quasi eine alte und aufgegebene Bahnstrecke, woraus dann nachher einfach ein geschotterter Fahrradweg gemacht wurde. Das heißt also ziemlich gerade, lange Strecken, keine allzu starken Steigungen, keine allzu engen Kurven und auch die ein oder andere coole Eisenbahnbrücke, die man da bewundern kann und die einen auf dem Weg erwartet. Ihr könnt hier sehen, dass das angenehm breit ist. Und diese Strecke führt dann direkt bis nach Altenau und ich bin dann quasi einmal am Campingplatz vorbeigefahren, um mir das einmal nochmal anzusehen. Und dann ging es auch gleich wieder zurück, dann in Richtung Campingplatz und da war die Route dann schon fast vorbei. Da, wo es dann natürlich unter Eisenbahnbrücken durchgeht, geht es auch über Eisenbahnbrücken rüber, beziehungsweise über Täler und dann über diese alten Bauwerke, die total beeindruckend sind, einen tollen Blick bieten. Eine Bahn würde ich da jetzt nicht mehr drüber fahren lassen, aber unten seht ihr den lokalen GTI-Club, bevor es dann noch das letzte Stück bis hin zum Campingplatz ging, hier so über weitere Schotterstrecken. Da war die GoPro dann noch schon längst leer. Und dann den Weg nochmal von oben gesehen. Also eine wirklich beeindruckende Strecke, die sich auf jeden Fall lohnt, mit dem Gravelbike oder mit dem Mountainbike lang zu fahren. Und dann waren wir abends dann noch schon richtig schön auf dem Campingplatz eingetroffen. Schöner, kleiner Campingplatz mitten im Wald. Ziemlich cool. Wir haben jetzt tatsächlich schon den ein oder anderen Campingtrip gemacht, aber das war jetzt das erste Mal mit diesem Zelt und diesem kleinen Zelt auch. Und ich habe das erste Mal aufgebaut. Sollte man vielleicht auch nicht unbedingt machen. Aber die Kleine wollte mir natürlich unbedingt helfen und war auch tatsächlich eine richtig tolle Hilfe. Hatte selber viel Spaß, weil sie das auch halt kennt mit dem Camping. Also super kleines Zelt im Vergleich zu dem VD-Zelt, mit dem wir als Familie unterwegs sind. Ist es natürlich ganz was anderes, aber dafür passt es halt auch einfach aufs Lastenrad drauf, ne?
irgendwie 8:30, aber das Kind ist natürlich noch wach, aber wir haben jetzt schön gegessen. Der Zeltplatz ist komplett aufgebaut. Hier hatte ich die ganzen Essenssachen drin, Nahrungsmittel, Küchenzeug etc. Aber über die ganze Ausstattung sprechen wir morgen noch. Heute sind wir am Campingplatz Polstertal, mitten irgendwo im Harz, in der Nähe von Altenau. Und hier ist halt wirklich tote Hose. Der Campingplatz ist echt voll. Das ist total nett. Ganz, ganz viele Kinder. Toller Campingplatz, tolle Leute. Schöner kleiner Spielplatz drauf. Kein Internet und kein Handyempfang. Ich glaube, da vorne gibt es irgendwo WLAN, aber das ist auch mal ganz schön, das nicht zu haben. Jetzt haben wir gegessen und machen uns gleich bettfein und dann geht es schön hier in die Koje. Das war ein toller Tag, also tolle Strecke, knapp 25 Kilometer von Goslar bis hier zum Campingplatz Polstertal. Waldcamping Polstertal, richtig schöner kleiner Campingplatz mit hartem Boden, vielen Zeltern und einem schönen Spielplatz, Brötchenservice etc. Also alles, was das Herz begehrt. Tolle Strecke übrigens auch. Hierher ganz, ganz viel Gravel, so eine alte Bahnstrecke, die wir da gefahren sind und auch ein bisschen technisches Mountainbike-Terroir. Die Weinfreunde werden jetzt wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen. Auf jeden Fall, toller Tag. Ich bin gespannt, wie es morgen ist. Und jetzt räume ich hier mal ein bisschen auf und dann geht's in die Koje. Guten Morgen. So, übers Frühstück hat es herrlich angefangen, so leicht zu nieseln und nachher kommt auch noch mehr Regen. Zum Glück ist das allermeiste wasserdicht verpackt, aber trotzdem natürlich super nervig, weil wir jetzt das Zelt nass einpacken müssen. Ich hoffe, dass es gleich aufhört zu regnen. Aber es ist halt, das Wichtigste beim Camping ist einfach gutes Wetter. Müll einfach wegschmeißen. Wir haben das jetzt alles so aufgeteilt, dass die Lebensmittel und auch der Kulturbeutel in dieser Tasche Platz findet, der dann einfach hier reingestopft wird. Und auf dieser Seite sind dann die Isomatte, mein Schlafsack. Der Schlafsack meiner Tochter ist hier oben drin. Und dann hier vorne ist dann das Zelt gleich drauf. Und dann sind unsere Klamotten in diesen VD Trail Cargo Taschen, die deswegen ganz cool sind, weil sie hier halt ein Hauptfach haben, wo sich alles Mögliche reinstopfen lässt, das sich auch in der Größe noch ein bisschen verändern lässt. Und alles, was dann eventuell Dreckwäsche ist oder solche Latschen hier, die können dann hier draußen einfach rangeklemmt werden. Und diese Taschen eignen sich eben nicht nur für so einen Campingtrip, wie wir jetzt machen, sondern die eignen sich auch super für die Stadt. Die kommen dann gleich vorne an den Frontgepäckträger dran. Aber jetzt natürlich erstmal den ganzen Kram einpacken und alles wieder einräumen. Meine Tochter spielt gerade Peppa Pig in irgendeiner asiatischen Sprache. Alles klar. Komme ich da überhaupt hoch? Das ist dann noch zu gnarly. Deswegen fahren wir jetzt einen anderen Weg. Aha. Besser.
Heute geht's 50 Kilometer nach Schierke. Allerdings wäre der direkte Weg irgendwie nur 25 Kilometer lang, deswegen habe ich uns eine etwas längere Strecke geplant mit ein paar mehr Features, ein paar schönen Trails, die ich teilweise auch schon kenne. Und es geht auch über den Wurmberg einmal rüber. Da war ich vor 3 Jahren auch schon mal. Und das war ein ganz schöner Anstieg so und oben gibt es einen kleinen Spielplatz. Ich hoffe nur, dass das Wetter etwas besser wird, weil wenn es die ganze Zeit so leicht nieselt, ist es doch äußerst unangenehm. Ja, wunderschön hier. Nach dem ersten kleinen Anstieg, den wir zu diesem Zeitpunkt hinter uns gebracht hatten, waren die nächsten knapp 8 Kilometer größtenteils flach, aber auch langsam, denn wir sind da über dieses Grasland gefahren, das nur entfernt an einen Wanderweg erinnert und dementsprechend gering war auch die Geschwindigkeit. Es erinnerte mich so ein bisschen an einen starken Anstieg, nur dass es halt nicht anstieg. Rechts seht ihr vielleicht so einen Graben und auf der linken Seite geht es halt bergab. Diese ganze Gegend ist da durchzogen von so Bewässerungs- und Entwässerungsgräben und ich hatte mich halt hauptsächlich an diesen Gräben orientiert, weil die halt auch durch relativ flaches Terrain gingen. Was ich allerdings nicht beachtet hatte, dass eben der Untergrund doch recht komplex war zu fahren, gerade wenn hinten ein recht müdes Kind drauf sitzt. Okay, das, was gleich kommt, das ist eine echte Herausforderung. Als ich das gesehen habe, habe ich mir zuerst gedacht, alter Schwede, wie soll ich denn darüber kommen? So eine komplett enge Stelle, wo man halt zu Fuß gut rübergehen kann, aber mit so einem schwer bepackten Rad, das dann auch noch recht breit ist. Wir haben es dann einigermaßen gut geschafft. Ich habe mich dann so ein bisschen da reingehängt, das Fahrrad gleichzeitig geschoben. Die Kleine ist selber rübergegangen. Ich bin richtig stolz auf sie. Sie war richtig mutig. Und ich krieche dann da über diesen Steg rüber. Begleitet dann natürlich von den Klängen des Wasserfalls, der dann da in der Nähe ist. Hier müssen wir das Rad auch rüber bekommen. Vielleicht dann doch da hoch. Weil hier geht nicht, unsere Strecke geht nicht hier weiter, glaube ich. Super. Also hoch mit dem Hobel, genauso wie ich das im Grunde an den Bahnhöfen gemacht habe. Den kleinsten Gang ausgewählt, die Schiebehilfe an und hochschieben das Teil. Und es ist so beeindruckend, wie gut das Aurochs das hinbekommt. Echter Wahnsinn. Ja. Oh. Ja, hier ging es dann einfach mal mit dem Rad geschoben hoch. Von hier unten.
Aber mit der Schiebehilfe hat das echt gut funktioniert. Mit dem Grip hinten drauf. Das Rad ist perfekt für sowas abgestimmt. Richtig cool. Wir sind jetzt knapp 10 Kilometer erst gefahren. Essen jetzt schön Waffeln. Genau. Aber haben schon 1,5 Stunden hinter uns. Wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann kommen wir heute nicht mehr in Schierke an. Ich muss auch mal sehen, eventuell kann ich heute nicht so viele Trails fahren oder können wir nicht so viele Trails fahren, sondern müssen uns dann doch mehr an die Radwege halten, die halt schön ausgebaut sind. Gleich geht's da oben lang und das ist natürlich ein schön ausgebauter Radweg, auch wenn es bergauf geht. Aber das war jetzt schon echt eine krasse Nummer, die ganze Zeit diesen Single Trail an dem Graben lang gefahren und dann eben diese Slippery Slope hoch. Aber das ist echt schön hier. Die Natur, die ist natürlich auch so richtig aufgeblüht gerade, richtig üppig. An der Morgenbrotshütte sind wir gerade. Da unten geht dieser Weg weiter direkt an dem Graben. Und da geht es auch dann runter. Die Kleine ist glücklich, auch wenn sie irgendwie ganz, ganz häufig zu Mama und nach Hause will. Aber wenn ich nicht da bin, will sie zu Papa. Wenn Mama nicht da ist, will sie zu Mama. So einfach ist das. Wir fahren mal weiter. Mal sehen, wie viele Trails wir heute noch fahren können. Da oben ist der Radweg, den ich hätte fahren können. Da unten ist der Weg, den wir gefahren sind. Ja, naja gut. Und zack, erster richtiger Anstieg des Tages. 2,6 Kilometer lang, 204 Höhenmeter, das heißt 7,7% im Schnitt. 21 Minuten Steigungszeit und das Besondere an dem ist, der hat sich schon ganz schön steil angefühlt. Also war zwar ziemlich gleichmäßig, hier noch eine schöne Wasserdurchfahrt, aber mit dem ganzen Gepäck und so hat das trotz des Motors ganz schön Kraft gekostet. Nach noch einer kleinen Welle ging es dann in eine richtig schöne lange Abfahrt rein mit breiten, geschotterten Wegen. Richtig angenehm, richtig schnell auch. Unverhältnismäßig lang, also die war gut 4-5 Kilometer lang. Immer mit einer schönen Aussicht, entweder nach links oder nach rechts. Und dann irgendwann ging es aber links rein. Hier rein. Und plötzlich war aus der schnellen Abfahrt nicht mehr so viel zu sehen, sondern es war plötzlich sehr eng, sehr nass und auch ziemlich technisch. Und an einer dieser Stellen kam es dann zum großen Desaster. Zeigen wir gleich. Aber erstmal ging es über diese Brücke, die ich dann sehr langsam fahren musste, weil die Kleine hat hinten drauf mal wieder geschlafen. Also im Grunde auf jeder der Touren hat sie gut und gerne 1,5 Stunden während des Fahrens geschlafen. Dann ein kleines Stück Asphalt und da ging es dann in die nächste Steigung rein. Und dann auch zack, wieder auf Gravel. 4,3 Kilometer lang und 146 Höhenmeter, also ziemlich entspannt mit 3,3% durchschnittlicher Steigung und es ist auch ziemlich graduell gewesen, aber überall dieses Wasser, auch durch diesen nassen Sommer, das war der Vorteil, dass der Wald und der Harz richtig üppig bewachsen war. Oh, über diesen Gurt, das sollte ich vielleicht besser machen. Die Taschen haben aber auch ein bisschen gelitten durch das ganze Wasser und dann
Großes Problem hier an dieser Stelle oder beziehungsweise in der Abfahrt hat die Kleine ihre Lieblingsdecke fallen lassen und das während des Schlafs nicht gemerkt. Jetzt sind wir schon irgendwie 10 Kilometer zurückgefahren, bergab die ganze Zeit, um hier wieder herzukommen, aber sie lag nicht auf dem Weg. Das ist wirklich traurig, ne? Das ist wirklich traurig. Jetzt mal gucken, welche Alternativstrecke wir fahren können, weil das würde zu viel Zeit wegnehmen, da jetzt wieder lang zu fahren. Schauen wir mal. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? Genau, 30 Kilometer. Das waren nur 5 Kilometer zurück. Immerhin. Aber trotzdem, das wären jetzt wieder 5 Kilometer bergauf. Wir sind jetzt bei 574 Metern. Wir waren bei 720 Metern. So, jetzt sind wir wieder auf Runde. Alternativstrecke ist geplant, ein bisschen mehr Asphalt und auch leider ein Stückchen an der Harz-Hochstraße entlang. Aber nochmal dieses Stück, das dauert halt viel zu lange, jetzt da nochmal hochzufahren. Das war gut halbe Stunde, die es gedauert hat. Stattdessen fahre ich jetzt eine andere Steigung hoch, weil wir jetzt natürlich voll im Tal sind. Und vermeide dann aber auch noch einen dieser Wege, die direkt an so einem Graben entlang führen. Also jetzt erstmal Richtung Sonneberg. Auf geht's. Guck mal hier, wie sich zwischen den abgestorbenen Bäumen wieder neue Bäume ansiedeln und auch schon echt hoch geworden sind. Der Harz erholt sich. Ja, herzlichen Glückwunsch, Doofmann. Die Steigung war einfach mal 3,3 Kilometer lang, 6,3% durchschnittliche Steigung und 208 Höhenmeter. Also deutlich steiler als das, was ich vorher gefahren bin. Aber immerhin asphaltiert und schön eingebettet, finde ich. Aber leichter war es definitiv nicht. Der Lohn der Mühen, als wir oben angekommen sind, ein komplett frisch gemachtes Stück Harz-Hochstraße, das zu dem Zeitpunkt einfach mal offiziell gesperrt war. Allerdings waren nirgendwo irgendwelche Baumaschinen unterwegs, deswegen einfach mal rüberfahren. Und dann ging es an ein Stück, das ich im Harz besonders liebe, nämlich an den Oderteich und die entsprechenden Wurzeltrails. Filmst du mich gerade? Ja. Kann man mich sehen? Ja. Das ist gut. Wir sind jetzt hier gerade. Stein? Ja. Nee, das ist ein Das ist eine Pistazienhülle. Der Oderteich. Jedes Mal schön hier. Und gleich fahren wir einen wurzeligen Wurzelweg über Wurzeln. Okay? Aber das ist wichtig, einfach mal kurz Pause machen. Anderen dabei zusehen, wie sie auch darüber fahren. Ohne Helm und so. Oder Crocs. Und auch das ist wieder so die Mega-Gaudi gewesen. Erstmal hier diesen Mountainbiker versägt mit meinem Lastenrad. Aber das Aurochs fühlt sich da einfach so wohl auf diesen Wegen. Einfach mal hier über Wurzeln rüber, über Steine, durch die ein oder andere Riesenpfütze. Komm her, und jetzt durch den Matsch. Mit der entsprechenden Unterstützung und dieser kleinen Übersetzung funktioniert das richtig super. Gut festhalten. Und dieser Weg ist auch einfach so schön und malerisch und technisch anspruchsvoll gleichzeitig. Aber mit dem Aurochs auch gleichzeitig super gut zu fahren, auch dank dieser dicken Reifen. Das hat einfach mega viel Laune gemacht. Leider wollte die Kleine zu dem Zeitpunkt hinten sitzen, das heißt, ich musste noch etwas vorsichtiger fahren. Hätte sie vorne gesessen, hätte ich noch ein bisschen schneller darüber fahren können. Aber so war das auch schon richtig cool.
So. Ja, das war der Wurzelweg. Nach den Wurzeltrails rund um den Oderteich ging es dann graduell wieder weiter bergauf. Die ganze Zeit auf recht breiten Wirtschaftswegen, ganz entspannte Steigung, ziemlich easy. Und dann auch auf den gefürchteten Lochplattenwegen. Aber auch da hat das Aurochs wieder richtig gut funktioniert, weil es einfach über diese Löcher rüberfährt. Und ihr könnt hier an diesem Bild erkennen, ich war auf der einen Seite sehr durchgeschwitzt, weil ja, E-Bike fahren kann auch Sport sein. Aber auf der anderen Seite konnten wir auch richtig schnell fahren, immer dann, wenn die Kleine halt vorne gesessen hat. Und das war so die letzte größere Abfahrt, bevor es dann in Richtung Wurmberg ging und nach und nach alle Kameras ausfielen. Und plötzlich ging es dann noch wieder bergauf, unvermittelt. Neben ein paar schönen Blicken auf den Brocken, dann auch der direkte Blick auf den Wurmberg. Aber erstmal den Wurmberg hoch. Und da könnt ihr ihn auch schon sehen, den Wurmberg. Das Stück, das bis zum Gipfel des Wurmbergs führt, ist auch richtig fies und gemein. Irgendwie 14% Steigung stehen da gleich auf dem Speiseplan. Dementsprechend langsam bin ich da auch hoch, aber leider... Wir sind da auf dem Wurmberg. Der Wind ist hier ganz ordentlich. Da vorne ist Spielplatz und so. Hier ist die Seilbahn. Das ist auf jeden Fall einfacher als das, was ich gerade gemacht habe. Und währenddessen ist natürlich Kamera ausgegangen, weil Akku leer. Aber das war schon echt heftig. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht zu sehr regnet gleich. Mal sehen. Jetzt essen wir erstmal was. Schön Eis. Also das sah hier auch alles schon mal frischer aus. Eben bei dem Imbiss wurden wir auch so abgefertigt. Um 17 Uhr. Essen gibt es nicht mehr. Und dann hier der Spielplatz, der hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Also vor 3 Jahren, als ich hier da war, da sah das Brett hier noch nicht so aus. Und auch die Schaukel war noch da. Also keine Ahnung, eigentlich ist jetzt ja Vollsaison, mitten in den Ferien. Es ist aber auch erstaunlich leer hier, muss man sagen. Oder Ferien sind schon rum, das kann auch sein. Naja. Aber trotzdem schöner Ausblick hier über die umliegenden Landschaften. Aber es ist windig und ziemlich kalt. Also ich schätze mal so 13, 14 Grad, mehr sind es nicht. Hier vorne wird auch dran gearbeitet. Also irgendwie ist das total hässlich hier. In der Wurmbergalm gibt es heute nichts mehr. Was ist denn da? Genau, das ist auch eine Seilbahn, ne? Ja, eine Seilbahn. Und im Winter gibt es hier häufig auch genug Schnee, damit man hier Skifahren kann. Ab und zu. Je nach Winter. Aber das ist echt toll. Nach dieser äußerst tristen Erfahrung oben auf dem Wurmberg war die Stimmung so ein bisschen aus dem Tiefpunkt und wir wollten eigentlich nur noch in Richtung Campingplatz, auch weil es drohte wieder anzufangen zu regnen.
Die erste Abfahrt war ganz lustig, direkt vom Wurmberg runter. Und danach wurde es aber immer enger und immer technischer. Und ich hätte mir gewünscht, doch einen etwas anderen Weg gewählt zu haben als diesen hier. Denn wir kamen nicht so richtig schnell voran hier über diesen ausgewaschenen Waldtrail. Aber klar, Aurochs Tillmann muss das natürlich irgendwie durchziehen, ne? Ist ja logisch. Schon wieder so eine Fehlplanung von meiner Seite. Denn so ein umgestürzter Baum, also links einmal rum, direkt durchs Gehölz. Und an diesem Punkt, das sieht man jetzt kaum, hat es schon ziemlich kräftig geregnet. Dann blieben wir einmal stecken an so einer Erdfurche. Und da zeigte sich ein weiteres Problem, das wir in unserer Planung etwas vernachlässigt hatten. Und natürlich, trotz der Ansage, dass hier kein Regen sein würde, regnet es mal wieder. Da sind wir eben gerade hergekommen. Hier ist auch gar kein Schutz halt. Und jetzt erstmal der Kleinen die Regenhose anziehen. Das war bei Cookies Gulaschkanone untergekommen, weil der Regen dann doch ganz schön stark wurde. Das Kind freut sich irgendwie trotzdem, aber für Regen waren wir jetzt nicht ausgerüstet, weil überhaupt kein Regen angesagt. So, und jetzt... Das ist schon ganz schön heftig jetzt. Ich muss mal sehen, wie es morgen ist dann. Ja. Also ich bin tatsächlich nicht für Regen ausgestattet. Ich habe keine Regenhose dabei, keine Regenjacke. Die VD-Jacke, das ist eine Sweatjacke. Ja. War vielleicht auch doof im Harz. Anfänger. Das tun sie. Und das letzte Stück sind wir dann nur noch auf dem nassen Asphalt gefahren. Kein Bock mehr auf Offroad. Diesen Anstieg habe ich schon oft verflucht. So, angekommen am Schirker Stern. Zelt schnell noch vor dem nächsten Regen aufgebaut und das hat auch erstaunlich gut geklappt. Ein schöner kleiner Campingplatz, schöne Zeltwiese. Wir sind viel später angekommen als gedacht, also echt kurz vor 19 Uhr erst. Und deswegen sind die Möglichkeiten jetzt auch beschränkt, auch weil es jetzt, wie gesagt, wieder anfängt zu regnen. Ich habe keine Lust mehr. Mal sehen, ich hoffe, es regnet nicht die ganze Nacht, sondern dass wir morgen früh zumindest ein bisschen Sonne haben, damit das Zelt abtrocknen kann. Und leider können wir auch nicht 2 Nächte bleiben, wie das ursprünglich geplant war, weil wir einfach nicht vorgebucht haben. Die sind komplett ausgebucht und jetzt müssen wir mal sehen, wie es morgen weitergeht. Aber jetzt erstmal ein bisschen Spielzeit und dann wahrscheinlich auch ganz schnell ab in die Koje. So, hier, während das Orox lädt, aktuell 60%. Das lädt wahrscheinlich auch die ganze Nacht, weil natürlich der Akku jetzt ziemlich leer war. Am Ende hatte ich nur noch knapp 20%, 25%. Also wirklich nicht mehr viel. Noch ein bisschen was zur Strecke. Die war heute natürlich wirklich eine Hausnummer. Genau, so dadurch, dass ich nochmal zurückfahren musste, knapp über 50 Kilometer. Viele Höhenmeter. Und das hat natürlich am Akku gezehrt. Und dann auch die Trails. Ich glaube, am Ende waren die Trails dann noch ein bisschen zu viel. Gerade auch für das Kind. Und dann auch bei einsetzendem Regen. Deswegen, wenn mit Kind, dann kürzere Strecken. Und wenn die Strecken länger werden, dann halt eher Schotterwege etc. Leider kann ich, wie gesagt, hier nicht bleiben. Deswegen werde ich jetzt nochmal irgendwie eine Strecke suchen und einen neuen Campingplatz. Und die Strecke wird wahrscheinlich ja genauso lang sein, aber nochmal deutlich einfacher und hoffentlich bei besserem Wetter. Jetzt aber gute Nacht. Gibt es Schöneres als Frühstück bei Sonne? Herrlich.
mit lokalen Produkten, mit dem Kaffee und endlich ein bisschen Wärme, sodass das Zelt mal ein bisschen abtrocknen kann, sowie die Sachen. Die Nacht war ziemlich wild, es gab auch ein kleines Malheur, aber es besteht Chance, dass wir doch hier bleiben können, auf diesem kleinen schönen Campingplatz. Ziemlich cooles Gehege hier. 4 Schweine haben wir bisher gezählt und 2 Hühner. Die kommen auch ziemlich gut miteinander klar. Das Kind ist ganz fasziniert davon. Jetzt erstmal weiter frühstücken. So, auch wenn es heute deutlich wärmer ist als gestern. Es ist immer noch kalt. Wir können bleiben. Richtig cool. Das heißt aber auch, dass ich jetzt noch mal eine Strecke planen muss. Ich habe mir eben gerade mal ein bisschen zeigen und sagen lassen, welche Strecken hier gut geeignet sind, jetzt auch für den Tag. Jetzt haben wir gerade erst 18 Grad, das sollen aber noch so gut 21, 22 werden gegen Nachmittag. Und windig ist es. So, der Wind soll aber gegen Abend dann abflauen. Aber wie das halt so ist im Harz, da ist das Wetter einfach anders als drumherum. So, jetzt wollen wir mal gucken, welche Strecke wir fahren. Dann nehmen wir euch natürlich gleich mit. Also, los geht's. Dadurch, dass wir jetzt heute eine Rundtour fahren und wieder zu dem Campingplatz zurückkommen, habe ich auf das meiste vom Gepäck verzichtet. Das heißt, wir haben ein deutlich leichteres Fahrrad heute. Nur die eine VD-Gepäcktasche ist mit dabei. Und ich bin auch im sportlichen VD Kuro dressed, denn ich bin ja Sportler oder so. Auf jeden Fall heute 37 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Ich freue mich drauf bei wunderbarstem Wetter. Freust du dich auch? Mhm. Okay, los geht's. Guck mal. Wusstet ihr schon, dass Kühe meine Lieblingsnutztiere sind? Na gut, jetzt wisst ihr es. Also wieder diese Wiese hinauf und dann auf der Schotterstrecke auf die erste längere Steigung an diesem Tag. Richtiges Kaiserwetter, es war super warm, gerade wenn man sich bewegt hat. Die 180-Grad-Wende zum Tag vorher. Die erste Steigung war 2,6 Kilometer lang mit 184 Höhenmeter, also durchschnittlich 7,1%. Kein super langer Anstieg, nicht technisch oder so, sondern konsistent und immer geradeaus und mit vielen tollen Dingen am Wegesrand und immer wieder diesen schönen grünen Landschaften, die einfach durch diesen sehr nassen Sommer gekommen sind. Und das macht einfach mega viel Spaß mit ihr vorne drauf. Brocken, genau. Da fahren wir noch rauf. Und im Laufe dieser knapp 10 Kilometer langen Abfahrt kamen wir dann auch hier vorbei, einem Gebäude, an dem wahrscheinlich Zäune gebaut werden, um die Fauna in Schach zu halten. Auf jeden Fall sah es so ein bisschen wie ein Lost Place aus, wurde aber genutzt offenbar. Auf jeden Fall immer wieder Abenteuer. Und dann ging es weiter, diesen
langen Weg hinab, immer wieder mit schönen Aussichten auf das Harzumland und auch auf den Brocken an sich, auf den wir noch rauf wollten. Und auch wenn das hier jetzt natürlich noch schneller aussieht, haben wir tatsächlich Geschwindigkeiten von 55 km/h erreicht, komplett sicher, bis wir dann unten an der Ilse angekommen sind. Und den Verlauf der Ilse geht es dann auch nach so einem kurzen Zwischenstopp weiter, aber dann eben wieder nach oben auf die zweite lange Steigung des Tages, die uns dann über 10 Kilometer oder knapp 11 Kilometer und 758 Höhenmeter bis auf den Brocken führen sollte. 7% im Schnitt mit einigen echt knackigen Anstiegen, aber natürlich auch hin und wieder mit einem Blick auf die Ilse und die beeindruckenden Wasserwege, die dieser Fluss nimmt. Und natürlich auch ganz, ganz viele Touristen, die sich das geben wollten und die wieder auf dem Weg getroffen haben. Also der Harz ist echt ein tolles Ausflugsziel, gerade wenn man in Norddeutschland ist, weil es halt doch gut erreichbar ist. Gerade so das Ende des ersten Drittels des Anstiegs ist richtig fies, denn da geht es über eine 2 Kilometer lange Sequenz mit knapp 11,1% im Schnitt nach oben in der prallen Sonne, weil natürlich die neuen Bäume alle noch nicht hoch genug sind. Das war schon ordentlich anstrengend, da habe ich mich gefreut, als etwas flacher wurde. Und dann bin ich auf diese kleine Familie getroffen, beziehungsweise ein Vater und sein Sohn. Achso, keine Sorge, meine Tochter schläft und die ist natürlich, dadurch, dass wir sehr langsam gefahren sind, auch komplett sicher. Und der hat sich bereit erklärt, aber noch so 1, 2 Aufnahmen von mir zu machen. Also liebe Grüße an euch, falls ihr das Video jetzt seht. Aber irgendwann musste ich sie dann natürlich ziehen lassen. Die waren beide mit E-Bikes unterwegs, die sie sich geliehen hatten. Aber ziemlich cooler Vater-Sohn-Ausflug. Das machen wir später auch irgendwann dann mit 2 Bikes. Ich war ein bisschen im Turbo-Modus unterwegs. Das ist schon ein Unterschied. Alter Schwede. So. Jetzt wird es hier gerade zum Glück ein bisschen flacher. So, jetzt bin ich doch schneller, ne? Ja, ne? Dann der letzte Teil des Brockenanstiegs ist komplett asphaltiert. Da habe ich einige griesgrämige Rennradfahrer dann einfach abgehängt, weil ich dann auch im Turbo-Modus unterwegs war. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren, weil der Rückweg vom Brocken wirklich nur noch bergab war. Und ihr könnt hier sehen, wie viel Tourismus da ist, wie viele Leute da sind. Und da muss man, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man natürlich umsichtig ist, dass man dann auch ausweicht, klingelt, langsamer wird und einfach immer freundlich sein, ne? Und dann ist das auch ein gutes Miteinander. Ich habe den Brocken aber auch schon deutlich leerer erlebt, selbst an solchen guten Tagen. Jetzt sind wir angekommen am weltberühmten Brockenstein, hier auf dem Gipfel. Hier ist natürlich wahnsinnig viel los, richtig Halligalli. Die echten Rennradfahrer, die hier aus eigener Kraft hochgekommen sind und alle anderen halt mit E-Motor. Der Stein eignet sich natürlich hervorragend jetzt hier zum Klettern. Und wir haben ja jetzt aber Hunger, oder? Hast du Hunger? Ja, ich auch. Aber der Blick ist heute richtig gut. Da waren wir gestern auf dem Wurmberg und wir fahren jetzt auch gleich da irgendwo wieder runter. Hier kannst du alles sehen. Und die Streifen da. Hier, genau, Streifenantennen, ne? Sind da drüben irgendwo. Da haben wir ein Glück mit dem Wetter, oder? Gestern wäre das hier absolut der Horror gewesen. Da stehen sie an fürs Foto am Brockenstein. Jetzt essen wir was. Genau, jetzt richtig schön erstmal hier eine sehr teure Mahlzeit zu uns nehmen. Aber nützt ja nichts, ne?
Brezel für die kleine Motte. Und noch ein Apfelsaft. 18,50 Euro. Naja, ist ja Urlaub, ne? Und dann noch einmal auf die andere Seite des Brockens geguckt, auf die umliegende Landschaft. Auch richtig schön, alles flach, richtig gute Sichtweite an diesem Tag. Also richtig Glück gehabt. Und dann ging es natürlich auch wieder irgendwann bergab, ne? Eine 13 Kilometer lange Abfahrt erwartete uns, größtenteils über Schotter bis alt auf den ersten Teil auf Asphalt. Die Kollegen gehen jetzt schon alle zu Fuß den Berg runter. Viel Spaß dabei. Ich rolle lieber und wir sind natürlich dann nicht den gesamten Weg auf Asphalt gefahren, sondern rechts abgebogen in Richtung des Goethe-Wanderwegs. Und der macht richtig Laune mit dem Fahrrad. Natürlich auch da wieder muss man aufpassen, wenn man bergab fährt, da wurden wir auch ganz schön schnell. Mussten regelmäßig abbremsen, aber der Weg lässt sich super gut fahren. Und dann hatte sich meine Tochter auch entschieden, für sich vorne hinzusetzen, damit sie einfach mehr sehen konnte und wir auch einfach ein bisschen schneller fahren konnten, ne? Dann sind wir hier einmal hochgefahren und direkt da oben drüber ist die Bahnstrecke von der Brockenbahn und da konnten wir beobachten, wie die beiden Züge aneinander vorbeifahren. Der eine fährt hoch, wartet auf den der herunterfährt. Schöne alte Dampflok hier, richtig alte Technik, die seit sehr vielen Jahren funktioniert. Irgendwann fahre ich auch mal mit dem Zug da hoch. Aber dann ging es natürlich wieder bergab in Richtung Schierke. Überall. Rechts fließt es, da fließt es und drüben fließt es. Ja. Musst du das prüfen? Ja. Okay, dann mal los. Oh ja, das ist Trinkwasser. Das kommt ganz frisch aus einer Quelle. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und den Blick auf den Wurmberg gerichtet und dann konnten wir uns noch in der kalten Bode abkühlen. Ist das die kalte Bode? Warte mal, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, ne? Ich habe nicht Blödsinn erzählt. Es ist die kalte Bode, kleines Flüsschen und auch wirklich kalt. Oh, aber war das entspannt. Schön die Füße da reinzuhalten, einmal abzukühlen. Nach einem harten, anstrengenden Arbeitstag. Und dann nur noch ein paar Kilometer über Schotter nach Schierke, durch Schierke durch, einmal nochmal einkaufen gewesen, einmal noch auf dem Spielplatz gewesen, weil du kannst den Kindern die beste Natur und die schönste Umgebung bieten. Im Endeffekt wollen sie dann doch nur schaukeln. Das Gebäude war interessant, keine Ahnung, was da drin ist, vielleicht könnt ihr uns das ja mal sagen. Aber ansonsten, ja, kleines schönes Örtchen hier. Alte Kirche, riesiges, renoviertes Gebäude, beziehungsweise Gebäude, das gerade renoviert wird. Und dann ging es über die Landstraße zum Campingplatz zurück. Wir sind jetzt zurück von der absolut empfehlenswerten Tour. Das war sowas von herrlich. Gerade natürlich bei dem Wetter, das wir heute hatten. War so exemplarisch. Das ist der Blick, der Ausblick, den wir genießen dürfen. Also richtig herrlich. 37 Kilometer waren es und knapp über 1000 Höhenmeter. Also schon ganz ordentlich. Ja, wahnsinnig schöne Strecke. Natürlich über den Brocken ist unfassbar touristisch, das muss man wissen. Aber ich wollte zumindest einmal auf den Brocken rauf und das habe ich auch geschafft.
mit der Unterstützung dieses Fahrrads hier. Und lasst uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, das Tern Aurochs. Ich mache darüber natürlich noch ein eigenes Video, wo ich euch alles vorstelle, euch alles zeige. Aber gerade so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind auf diesem Trip jetzt. Erstmal die Übersetzung. Die ist so klein gewählt, dass man da selbst krasse Steigung hochkommt und mit der Motorpower dann auch richtig Kanten etc. Also die Grundübersetzung in Verbindung auch mit dem Bosch Performance CX Motor, das ist natürlich ja, eine echte Bank. Ne? Der zweite Punkt ist, der mir jetzt besonders aufgefallen ist, die dicken Reifen, die sind im Gelände absolut unschlagbar. Ich habe noch nicht mal eine Federung groß vermisst, sondern gerade auch bei schnellen Abfahrten haben die richtig gut was weggeschluckt, mit entsprechendem Luftdruck natürlich. Hier jetzt, ich glaube 0,7 vorne, 0,8 hinten. Das war für heute tatsächlich ein bisschen viel. Jetzt mit dem Gepäck, das wir morgen wieder haben werden, ist das dann aber genau richtig. Und einmal kommen die überall rüber. Auf der anderen Seite bleiben die nirgendwo hängen. Also auch diese gefürchteten Lochplattenwege sind überhaupt kein Problem. Da rollt es einfach so rüber. Und auch Wurzelwerk etc. Also da, wo man bei einem normalen Fahrrad oder auch Mountainbike wegrutscht, das nimmt dieser Reifen einfach auf, dadurch, dass er darüber walkt und man braucht keine Angst haben, irgendwie wegzurutschen. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, dass die Bodenfreiheit für die meisten Sachen auch reicht. Also selbst größere Kanten oder größere Steine, wenn man irgendwo rüber muss, ist genug Bodenfreiheit da. Ab und zu kommt es dann aber schon in Extremsituationen dann vor, dass natürlich der Ständer irgendwie aufschlägt. Das kann man dann hier auch schon so ein bisschen erkennen. Da ist er dann aufgeschlagen. Der hat dann aber die Wucht abbekommen. Und das Schöne ist hier wiederum, das ist ein austauschbares Teil. Der Rahmen ist unbeschädigt geblieben. Also 3 Punkte, die dieses Rad echt zu einer absoluten Wucht im Gelände machen. Also ein Top-Rad. Wenn ich öfter sowas machen würde, dann wäre dieses Bike definitiv unter meinen Favoriten. Und dann natürlich auch den Rest der Ausstattung. Also das Zelt, das wir jetzt haben, das ist ein günstiges 50 € Amazon-Zelt, das ich mal vermacht bekommen habe. Das hat super funktioniert, ist im Innenraum vielleicht ein bisschen klein, weil man nichts ablegen kann. Das muss ja alles im Innenraum irgendwie Platz finden und die Matratze passt halt auch gerade so nur rein. Aber für den Preis ist das schon echt cool und auch super schnell zusammengebaut. Und ansonsten waren natürlich hier die großen Packtaschen von Tern mit dabei. Und vorne hatte ich ja jetzt diese hier, die Trail Cargo. Die sind auch echt cool. Die haben gestern, als es ja durch Regen, nasse und feuchte Wiesen ging, haben die alles da drin trocken gehalten. Sind sehr robust. Also die eine hat hier unten schon, ja diese hier auch, die hat schon einiges mitgenommen in den letzten Tagen. Aber die sind auch richtig cool und ich glaube auch, dass wir die, wenn wir in der Stadt dann mit denen unterwegs sind, dass wir auch einigen Nutzen davon haben werden, gerade hier Dinge nochmal zusätzlich zu verstauen etc. Also das passt schon richtig gut. Ich habe jetzt die letzten Tage nur gekauften Kaffee getrunken, weil ich einfach meinen Kaffee vergessen habe. Das habe ich jetzt aber geändert. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann Abendessen. Und dann geht es auch schon in die Haia. Und dann genießen wir noch ein bisschen die Sonne hier. Guten Morgen von Safari Tillmann. Der letzte Tag ist angebrochen. Das heißt, der letzte halbe Tag. Heute fahren wir nur noch zum Bahnhof. Aber erstmal wird gefrühstückt. Ich habe gestern mehrere Strecken geplant. Eine nach Goslar. Aber dann habe ich gemerkt, dass die dann noch weiter ist als die Strecke nach Bad Harzburg. Die Nacht war gut, aber es ist noch sehr früh. Ich bin irgendwie um 5:30 Uhr das erste Mal wach gewesen. Und jetzt um 7.
35. Ist das notwendig? Jetzt macht das natürlich nicht mehr. Auf nichts kann man sich verlassen. Enjoy. Das war Frühstücksprep mit Safari-Tillmann. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Kann ich schön mit rein. Flup. 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 Mal sehen, ob das Kind das gleich auch isst. Vielleicht nicht. Boah, es war schön den Hintern reiben, ne? Wie coole Tiere, ne? Nein, die sind schön. Ja, sag ich ja. Kacki ist mein. Schön Kacki machen, ne? Plumps. Nein, Der Urlaub bestand daraus, Tieren beim Kacken zuzusehen. Na, war gut? Tschüss. Ciao. Kann ich stand back wieder mal, ne? Hi again. And so YouTube videos are made. Linse beschmiert. Besser. Auf geht's. Ab nach Hause. Jetzt sind 27 Kilometer, größtenteils bergab, also 360 Höhenmeter. Und ansonsten geht's nur noch bergab, 700 Meter. Aber jetzt erstmal durch Schirke durch. Jo, das was gleich kommt, erkennt ihr vielleicht, weil die Strecke bin ich genau am Tag vorher bergab gefahren und dann jetzt halt einfach wieder bergauf. Ein bisschen rumgelaufen, um die Kamera hin und her zu stellen. Ja, aber ein gelungener Abschluss am letzten Tag. Es war noch ein bisschen kälter als am Tag vorher, aber genauso sonnig, genauso angenehm. Wir sind recht früh losgekommen. Das war natürlich super, damit wir einen frühen Zug bekommen konnten, denn ihr werdet gleich noch sehen, das war nicht ohne Probleme. Und das ist auch nochmal ein Spektakel gewesen, die Borkenbahn aus der Ferne. So als Flachland-Tiroler ist das ja immer erstaunlich, dass man in den Bergen so weit gucken kann. Und hier waren wir dann am höchsten Punkt der Tour angekommen. Einmal noch mal durch diese Senke durch die wir dann nochmal eine recht hohe Geschwindigkeit erreicht haben. Und ich bin echt beeindruckt, wie toll die Kleine das alles mitgemacht hat. Dass sie auch Spaß daran hatte, dass sie das nicht nur ertragen hat, sondern sie hatte mega viel Spaß. Sie hat sich natürlich auch über die Aufmerksamkeit gefreut. Das Stück hier war jetzt nochmal richtig steil. Da nochmal hochzuschrauben, ihr seht es an der gefahrenen Geschwindigkeit. 6 km/h irgendwie. Aber das mächtige Aurochs hat uns da überall gut hochgebracht. Und oben. Höchster Punkt der Strecke heute. Jetzt geht es nur noch bergab. Ich habe immer noch 46%. Also mehr als ausreichend, um sowohl nach Bad Harzburg zu kommen, als auch dann vom Bahnhof nach Hause. Alles okay bei dir? Okay, dann geht's jetzt bergab. Jo, und von diesem höchsten Punkt ging es dann eigentlich nur noch knapp 20 Kilometer bergab. Also super angenehm, tolle, entspannte Strecke hier runter. Wieso eigentlich?
deswegen eigentlich. Ja, das ist ein Problem. Dass die Strecke so aussehen würde, hätte ich nicht gedacht bei der Planung. Ist auch hier richtig matschig. Aber hier kommen wir mit dem Rad definitiv nicht lang. Das ist doof, weil da kommen wir auch nicht rüber. Wir müssen jetzt erstmal umdrehen, das Rad irgendwie drehen und dann wahrscheinlich den normalen Fahrradweg nehmen, der da oben irgendwie lang führt. Ah, keine Experimente, ne? Naja, gut. Okay. Ja, und die Aufnahme hat es auch gerade zerbröselt. Naja, wir leben ohne 360 Grad Kamera den Rest. Also schön den ganzen Spaß wieder hoch und eine alternative Strecke suchen. Yay! Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Dafür war die alternative Strecke aber auch sehr, sehr schön, gut gepflastert bzw. geschottert und sehr angenehm zu fahren. Inklusive ein bisschen Asphalt. Und dann zum Highlight der Tagestour, die Radau-Wasserfälle. Natürlich wieder ein Touri-Magnet, aber auch echt beeindruckend, gerade für das Kind. Das fand die richtig cool, wie das Wasser von da oben runterströmt. Macht halt auch richtig Radau, ne? Und dann natürlich auch die obligatorischen Bilder des Bikes vor den Wasserfällen, so wie ich das auch vor 2 Jahren gemacht hatte. Oh, da auf der Straße gefahren. Hier zum Glück wieder. Hier im Wald. Eieiei. Die Bundesstraße ist immer heftig hier unten. Macht überhaupt keinen Spaß. Aber hier sind wir vor 3 Jahren auch schon mal hoch. Tatsächlich. Jetzt nur noch knapp 4 Kilometer bis Bad Harzburg. Und dann geht's in den Zug nach Hause. Zivilisation. Mensch, das ist aber schön hier, du. Mal auf dem Radweg, ne? Und da ist er. Der Bahnhof von Wernigerode. Von Bad Harzburg. Jo. Eine Ewigkeit später. Leute, was für ein wilder Ritt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg von Uelzen nach Lüneburg mit dem Fahrrad, denn in Hannover muss ich 1,5 Stunden warten auf meinen Anschlusszug, weil einer kurzfristig ausgefallen ist. Hab dann Platz gekriegt, war nicht schlimm, in Uelzen ausgestiegen, um dann den Metronom nach Hamburg zu nehmen, der in Lüneburg hält. Aber rappeldicke voll dieser Uelzener Mini-Bahnhof. Die Leute standen vor den Treppen. Ich wäre wahrscheinlich schneller gewesen, wenn ich den Fahrstuhl genommen hätte, wenn der Fahrstuhl denn groß genug gewesen wäre. Aber gut, das Problem war dann, aus den 20 Minuten Umstiegzeit waren plötzlich durch eine Verspätung nur noch knapp irgendwie 12 Minuten Umstiegszeit übrig. Und wir standen dann halt die ganze Zeit da oben am Bahnsteig. Es ging nichts vor, nichts zurück. Ja, und dann hätte ich den Metronom nicht mehr bekommen, der um 17:01 Uhr fuhr. Ja, und bevor ich dann noch eine Stunde an irgendeinem Provinzbahnhof verbringe, habe ich mir gedacht, ich fahre einfach mit dem Rad. 36 Kilometer sind es. Das müsste ich schaffen, bevor der Zug nach Lübeck fährt. Also der Zug, den ich dann auch sowieso genommen hätte, wenn ich jetzt 1 Stunde da gestanden hätte.
Insofern, alles gut, ich komme nochmal aufs Rad. Herrlichst. Das ist der Zug aus Uelzen. Auf den hätten wir warten müssen. Das ist ja witzig. Wir haben es geschafft. In Lüneburg einen verspäteten Zug noch bekommen, der uns nach Lübeck gebracht hat, der nachher richtig voll wurde, am Anfang aber richtig schön leer war. Das waren wirklich 4 hervorragende Tage, mal von diesem ganzen Bahnchaos abgesehen, aber damit muss man eben vielleicht leben, gerade in Zeiten des 49-Euro-Tickets, was ja gut ist. So, das haben wir auch genutzt. War ein super günstiger Urlaub, muss man auch sagen. Also Camping mit Zelt und Fahrrad ist halt nicht teuer. Bahnfahren ist nicht teuer. Man muss nur Geduld und Nerven wie Drahtseile haben, weil gerade so ein Lastenrad bekommt man noch nicht in jeden Fahrstuhl rein, aber das Hochschieben an den Bahnhofstreppen hat ganz gut funktioniert. So, jetzt ist es ziemlich spät. Vielleicht sagt der Tillmann aus dem Off noch irgendwas in der Rückschau. Nö. Falls nicht, wie immer, kommentiert das Video. Was waren eure wildesten Camping-Erfahrungen mit dem Fahrrad? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum offiziellen Kaufberatungsvideo von diesem Bike.